Vor mittlerweile 2 Jahren habe ich hier auf meinem Kanal ein Rezensionsvideo zu den Schwächen der BMW R1250 GS veröffentlicht, insbesondere zur Berganfahrhilfe. Oh Mann, habe ich von einigen von euch Feuer dafür bekommen. Zum einen waren da die GS-Fanboys, die sich in ihren Ansichten angegriffen gefühlt haben. Auf der anderen Seite gab es aber auch die GS-Hasser, die sich in ihren Meinungen bestätigt gesehen haben. Und es gab lustigerweise noch eine dritte Gruppe genau in der Mitte, die sich einfach nur persönlich über mich lustig gemacht haben. Trotzdem haben sich im Nachgang einige von euch bei mir gemeldet und angefragt, ob ich nicht mal ein ausführliches Rezensionsvideo zur R1250 GS machen möchte. Und ehrlich gesagt habe ich da nie auch nur einen einzigen Gedanken dran verschwendet, denn ich kann zur 1250 zwar etwas zum Fahrverhalten und zum Reisen mit Gepäck sagen, kann aber nichts zur Qualität der verbauten Technik sagen. Denn davon habe ich salopp gesagt keine Ahnung und überlasse es daher lieber Leuten, die auf diesem Feld qualifizierter sind. Am 28. September wurde allerdings in Berlin die R1300 GS vorgestellt. Und gefühlt hat mittlerweile schon jeder Würstchenverkäufer von hier bis zum BMW-Werk in Spandau ein Video dazu veröffentlicht, nur ich nicht. Mittlerweile trudeln auch die ersten Anfragen in den Kommentaren rein, ob ich zur 1300 wechseln werde. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, auch mal etwas zu diesem Thema zu sagen. Allerdings nicht direkt zur R1300 GS, sondern noch zur R1250 GS. Denn wozu ich auf jeden Fall etwas sagen kann, das sind die wenigen Mängel, welche die R1250 GS verfolgen. Und weil die R1250 GS in meinen Augen bereits ein nahezu perfektes Motorrad ist, will ich in diesem Video mal darauf eingehen, was die 1300 GS besser machen müsste, um das perfekte Reisemotorrad zu werden. Kapitel 1: Die Vorurteile gegenüber der GS. Wir alle kennen wohl die Vorurteile, die sofort zur Sprache kommen, wenn man sagt, dass man ein GS-Fahrer ist. Das Opa-Motorrad, der Warnwesten-GS-Fahrer, der Sonntagsfahrer oder mein persönlicher Favorit, BMW aus Freude am Zahlen. Und sind wir mal ehrlich, an jedem dieser Vorurteile klebt auch ein kleines Fünkchen Wahrheit. Wenn ich mir die Auswertung meines Kanals ansehe und voraussetze, dass der Großteil meiner Zuschauer selbst eine GS fährt, dann kommt man schnell zum Schluss, dass der Großteil der GS-Fahrer auch deutlich älter ist als ich. Und das deckt sich auch mit Beobachtungen auf den Parkplätzen, denn wenn ich auf Tour irgendwo anhalte und vergleiche, wer ansonsten noch alles eine GS fährt, dann bin ich oft der mit Abstand jüngste. Eine neue GS ist in der Standardkonfiguration bereits so teuer, dass junge Menschen, die nach der Ausbildung oder dem Studium ins Leben starten oder gerade eine Familie gründen, ihr Geld verständlicherweise lieber an anderen Stellen investieren und eher kleinere und günstigere Motorräder fahren. Auch sind Themen wie Fernreisetauglichkeit oder Komfort in jungen Jahren noch nicht das große Thema, weswegen die GS hier ebenfalls schnell aus dem Raster fällt. Bei mir beispielsweise spielen Fernreisetauglichkeit und Komfort die entscheidende Rolle. Da ich recht groß bin, kann ich auf der GS trotzdem bequem aufrecht sitzen, bin durch den hohen Windschild geschützt und kann gleichzeitig genug Gepäck für eine mehrmonatige Reise mitnehmen. Und so kommt es, dass meiner Erfahrung nach tatsächlich eher ältere Kaliber auf einer GS zu finden sind. Andere Vorurteile gegenüber der GS stammen in meinen Augen eher aus Unwissenheit, falscher Nutzung oder, sorry, wenn sich jetzt jemand persönlich angegriffen fühlen sollte, aus blankem Neid. Und es folgt jetzt noch eine andere, eher kontroverse Meinung, bei der ich mal gespannt bin, was da unten in der Kommentarspalte jetzt abgehen wird. Denn oft kommen abschätzige Kommentare zur GS von Leuten, die noch nie in ihrem Leben auf einer gesessen haben. Meiner Erfahrung nach gibt es lediglich 2 Arten von Motorradfahrern: GS-Fahrer und solche, die es noch werden wollen, auch wenn sie sich das selbst noch nicht eingestehen können oder nicht eingestehen wollen. Lasst mich das kurz erklären. Entweder ist man von ihr begeistert oder es sind einfach noch nicht alle Voraussetzungen eingetreten, die eine GS im eigenen Leben nützlich machen, wie beispielsweise der Komfort oder die Erweiterbarkeit durch Zubehör. Bis dahin soll jeder die Maschine fahren, mit der er oder sie am glücklichsten ist. Wer statt mit einer GS lieber mit einer Supersport, einem Kaffee-Racer oder einem Chopper auf Wochenendtour oder Weltreise geht, hey, dem wünsche ich damit eine geile Zeit. Und an der Stelle ein kurzes Statement zum Thema Warnweste. Ich fahre auch sehr oft mit einer, an dem Vorurteil ist definitiv etwas dran. Aber ich fahre nachts sehr oft auf der Autobahn, um weite Strecken auf meinen Reisen zu überbrücken, und ich werde nicht auf meine persönliche Sicherheit verzichten, nur um nicht irgendein Klischee zu bedienen. Bei meiner Recherche fiel mir jedenfalls auf, dass man die GS entweder vergöttert oder sie verabscheut. Es gibt komischerweise überhaupt keine Grauzone dazwischen. Schauen wir uns im nächsten Schritt deswegen mal an, was die GS überhaupt so beliebt macht. Kapitel 2: Die Stärken der GS.
Kaum ein Motorrad ist so vielseitig einsetzbar und lässt einem so viele Freiheiten wie die GS, sei es On-Road oder Off-Road, auf Kurzstrecke oder Langstrecke. Liebt sie oder hasst sie, aber das müsst ihr der GS wirklich zugestehen. Über die Jahre wurde die GS immer weiter verbessert und läuft heute nach einer Evolution von 40 Jahren so perfekt, dass sich während meiner Zeit bei BMW tatsächlich Leute darüber beschwert haben, dass es nirgends mehr rappelt oder klappert. Heute erwarten den Käufer allerhand Systeme, die einem das Leben erleichtern sollen. Fahrmodi, die in nahezu jeder Lage unterstützen, sei es auf nasser Fahrbahn oder im Gelände. Automatische Fahrwerkseinstellungen, wenn man mit viel Gepäck oder mit Sozia hinten drauf unterwegs ist. Allerhand Elektronik wie die Griffheizung, die Feststellbremse, der Bordcomputer mit Navi-Integration, der Tempomat, die Sitzheizung und was weiß ich noch alles. Ganz ehrlich, für die GS gibt es mehr Anbauteile als für manches Auto. Die wahren Stärken der GS liegen aber nicht in ihren Assistenzsystemen, denn platt gesagt, die haben andere Motorradhersteller auch. Die wahren Stärken der GS liegen in meinen Augen in ihrem Fahrverhalten und in ihrem Fahrwerk. Denn auch wenn sie voll beladen und im Grunde schwer wie ein LKW ist, fährt sie sich doch spritzig wie ein Rennrad und frisst dabei Schlaglöcher, als wären sie überhaupt nicht da. Und damit sind wir beim Thema, dass die meisten Menschen ihre GS vermutlich falsch nutzen. Vor kurzem habe ich dazu einen sehr passenden Kommentar unter einem Video gelesen. Die GS ist der SUV unter den Bikes. Die meisten fahren damit in der Stadt, wo man sie eigentlich nicht braucht. Denn nicht nur auf der Straße, auch im Gelände ist die GS vorne mit dabei. Wenn man sich darauf einlässt, macht sie mit ihrem niedrigen Schwerpunkt auch hier eine gute Figur. Allerdings bremst hier vor allem der hohe Preis aus, denn auch ich war bis vor kurzem nicht bereit, meine Maschine im Wert von knapp 20.000 € im Gelände zu riskieren. Seit ich es aber trotzdem tue, merke ich erst, was ich die Jahre davor verpasst habe. Schotterstraßen kannte ich ja bereits von meinen Skandinavienreisen, aber als ich im vergangenen Sommer erstmals richtig Offroad gefahren bin, habe ich erst gemerkt, was für einen Spaß das macht. Ich werde in Zukunft sicherlich an keiner GS-Trophy teilnehmen, es wird bei Schotterstraßen und leichten bis mittelschweren Offroad-Passagen bleiben. Aber allein dadurch eröffnen sich so viele neue Reiseziele und Abenteuermöglichkeiten, dass ich es wirklich bereue, nicht früher den Wechsel auf die Stollenreifen gewagt zu haben. Aber die GS ist durchaus nicht so perfekt, wie sie öfter dargestellt wird. Einige der Vorteile der GS bedingen gleichzeitig auch ihre Schwachstellen. Kapitel 3: Die Probleme der GS. Denn die vielen Anbauteile, welche die GS so wunderbar fernreisetauglich machen, sind auch gleichzeitig einige ihrer größten Gefahren. Zubehör wie Zusatzscheinwerfer, die Integration von Navigation, von Assistenzsystemen und Fahrmodi zieht eine Menge Strom und daher ist die Elektrik und generell die Batterie in meinen Augen die größte Schwachstelle der GS. Meine 1250 GS ist die mittlerweile dritte GS, die ich mein eigen nennen darf, und alle drei hatten eine Gemeinsamkeit, nämlich dass ich alle 2 Jahre oder so die Batterie tauschen musste, da diese plötzlich tiefenentladen und nicht mehr in der Lage war, den Motor zu starten. Um das noch zu verdeutlichen, ich hatte in den mittlerweile 11 Jahren, in denen ich jetzt GS fahre, noch nie einen Defekt an den Maschinen, nur immer wieder dasselbe Problem mit der Batterie und der Elektrik. Und auch ihr scheint mit eurer GS hin und wieder Startprobleme zu haben, denn die Internetforen sind voll davon. Die Elektrik im Allgemeinen ist ein großes Thema, selbst den BMW-Händlern und Werkstätten ist dieses Problem bekannt. Es tritt nur bei der R1250 GS auf und keiner weiß, was es damit auf sich hat. Begleitet werden die Startprobleme meist von irgendwelchen Fehlermeldungen wie Abblendlichtdefekt, die aber sofort wieder verschwinden. An dieser Stelle noch eine kleine Anekdote von unserer Skandinavien-Tour, die in diesem Sommer nach 4 Wochen auf der Straße in Helsinki ihr Ende fand, wo wir auf die Fähre in Richtung Deutschland rollten. Ungefähr eine Stunde bevor es zum Check-in am Fährhafen ging, fuhren wir vom Campingplatz noch zu einem Supermarkt, um uns mit Futter für die Überfahrt einzudecken. Der Supermarkt war vielleicht 2 Kilometer vom Campingplatz entfernt, der Motor wurde während der Fahrt also nicht warm und als ich ihn nach dem Einkauf wieder starten wollte, kam nur noch dumpfes Geruckel aus dem Anlasser. Batterie zu schwach. Und wieder irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Fehlermeldungen wie Abblendlichtdefekt, was ein Blödsinn. Auch warten und erneut starten hat nicht geholfen, am Ende haben wir den Hobel tatsächlich angeschoben, wodurch der Anlasser diese eine letzte Drehung bekam, damit der Motor anspringt. Als sie dann nach einiger Zeit richtig schön warm gefahren war, verschwanden auch die Startprobleme wieder. Danke an dieser Stelle Samuel und Andreas für die Starthilfe, und da ich auf meinem Kanal grundsätzlich sehr offen mit Problemen und Fehlern meiner Touren umgehe, bin ich mal gespannt, ob ich für diese Geschichte wieder genauso viel Kritik bekomme wie für die mit der Berganfahrhilfe. Zusammengefasst, die Elektrik ist die Schwachstelle der GS, zumindest in meinen Augen.
Ansonsten wird die Suche nach Fehlern bei ihr schnell zur Erbsenzählerei, wenn man nicht gerade ein Montagsmotorrad erwischt hat. Kapitel 4: Ausblick auf die R1300 GS und was sie besser machen sollte als die 1250 GS. So, jetzt haben wir ewig und 3 Tage über die R1250 GS gesprochen, kommen wir mal zur neuen R1300 GS. Einer der Gründe, warum ich erst jetzt mit diesem Video komme und nicht wie viele andere schon vor Wochen, liegt daran, dass ich erstmal die ersten Berichte und Tests abwarten wollte. Denn diese Berichte habe ich genau dahingehend untersucht, ob die von mir gesehenen Mängel der GS behoben wurden. Ich habe in den vergangenen Wochen lange überlegt, warum es eigentlich eine Neuauflage der GS braucht. Die 1250 GS ist bereits eine nahezu perfekte Maschine, verkauft sich zu Tausenden, warum sollte man sich die neue GS kaufen? Vielleicht ja, weil sie tatsächlich besser ist und die Fehler der alten GS in der neuen behoben wurden. Denn wenn sie das Problem mit der Elektrik lösen würden, wäre das in meinen Augen ein klarer Schritt in die richtige Richtung und eventuell sogar ein Kaufargument. Schauen wir uns deswegen mal die ersten Vergleichstests an. Ich habe eine ganze Reihe davon gelesen und will hier nur mal 2 bekannte Motorradseiten als Beispiel heranziehen. Dabei habe ich ganz bewusst keine reinen Testberichte zur 1300 genommen, sondern nach Vergleichen mit der 1250 gesucht. Der erste Testbericht stammt von 1000 PS. Hier liegt der Fokus besonders darauf, warum die R1300 GS sich vermutlich wieder genauso gut verkaufen wird wie ihre Vorgängerin. Sie ist leichter, hat mehr Drehmoment, mehr Hubraum und bringt nochmal einiges mehr an Zusatzausstattung mit. Was direkt ins Auge springt: Das Fahrwerk wurde wohl umfassend überarbeitet, aus dem Dynamic ESA, wie ich es in meiner GS von 2019 verbaut habe, wird mit der neuen GS das elektronische Fahrwerk DSA. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des Dynamic ESA und soll während der Fahrt abhängig vom Fahrmodus und des Fahrstils aktiv Anpassungen am Fahrwerk vornehmen. Ansonsten war der Artikel allerdings dürftig, was meine gesuchten Informationen angeht, leider gab es keine Info zur Elektrik. Den zweiten Testbericht habe ich von Motorrad Online und der ist schon mal um einiges umfangreicher. Auch hier wird auf das neue Fahrwerk eingegangen, aber hauptsächlich liegt hier der Fokus auf der neuen Zusatzausstattung. Und diese setzt den bisherigen Weg der GS-Evolution fort und setzt mehr und mehr auf elektronische Assistenzsysteme. Dinge, die bei der alten GS noch optionale Zusatzausstattung waren, sind ab jetzt der Standard. Griffheizung, Keyless Ride, Tempomat und noch mehr. Dazu kommen noch ein paar Ausstattungsmöglichkeiten, die teilweise sehr sinnvoll sind, stellenweise in meinen Augen aber auch unnötig erscheinen. Das Abstandsradar, mit welchem der Tempomat automatisch den Abstand zum Vordermann regelt, den Spurhalterassistenten oder den Kollisionswarner sehe ich ja noch ein. Aber eine elektrisch verstellbare Frontscheibe funktioniert an meiner GS mit dem Drehrad auch per Hand ganz wunderbar. Und das alles hat natürlich auch seinen Preis. Der Grundpreis der GS steigt auf sagenhafte 19.000 € an, der sicherlich den ein oder anderen ins Grübeln bringen wird, ob die GS noch das richtige Motorrad für ihn ist. Und auch in diesem Testbericht finde ich nicht die Info, die ich eigentlich suche. Das wundert mich, denn das Problem der schwachen Batterie bei der R1250 GS ist kein Geheimnis, die Internetforen sind voll davon. Ich versuche mich dem Problem daher mal von der anderen Seite zu nähern und vergleiche mal die in den beiden Maschinen verbauten Batterien. Die R1250 GS hat aktuell eine AGM-Batterie mit 12 Ampere-Stunden verbaut, was auch sinnig ist, da sie mit sehr vielen elektrischen Abnehmern kommt und man die AGM vor allem von Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik kennt. Trotzdem ist es genau diese Batterie, die für die vielen Startprobleme sorgt. Die neue R1300 GS soll auf der anderen Seite allerdings eine laut BMW leichte Lithium-Ionen-Batterie mit Battery Guard bekommen, die 10 Ampere-Stunden an Ladung bringt und einer der Gründe für die Gewichtsersparnis ist. Sollte man doch eigentlich meinen können, dass diese dann im Vergleich zur AGM der alten GS besser ist, oder? Naja, nicht ganz. Denn zum einen fällt selbst einem Laien wie mir auf den ersten Blick auf, dass die Batterie damit weniger Nennspannung hat als die der Vorgängerin und das bei deutlich mehr elektrischen Assistenzsystemen. Zum anderen sind auch hier die Internetforen voll von Berichten über Fehler mit der Lithium-Ionen-Batterie, denn diese kann man mittlerweile auch bei der R1250 GS nachrüsten, weswegen es viele Erfahrungsberichte dazu gibt. Alles in allem habe ich keine Tests finden können, in denen auf die Alltagsprobleme der neuen GS eingegangen wird. Keiner der Tester hatte die neue GS bisher lange genug, um im alltäglichen Gebrauch oder auf Weltreise herauszufinden, welche Tücken die Technik mit sich bringt. Aber leider sind genau das die Dinge, die mich im Alltag interessieren. Dass sie wie ein Traum fahren wird, das setze ich bei einer GS mittlerweile voraus, dafür brauche ich keine Influencer, die mir das in Videos nochmal neu aufs Brot schmieren. Wenn ich aber irgendwo am Ende der Welt aushänge und mein Bock nicht mehr anspringen will, weil die Zündung ohne laufenden Motor nur 1 Minute zu lang eingeschaltet war, dann ist das die Info, die ich unbedingt haben möchte.
Ich bin daher etwas skeptisch, was die Elektrik der neuen 1300 angeht. Wird sie es besser machen? Ich muss ihr hier eine Chance geben, denn immerhin wurde die R1300 GS sozusagen komplett neu gebaut und nicht wie bei der R1250 GS einfach der Vorgänger genommen und an einigen Stellen modifiziert. Geben wir ihr also die Möglichkeit, sich im Alltag zu beweisen, denn ich bin mir sicher, dass die Internetforen in einem Jahr voll von Fehlern sein werden, sollten welche auftreten. Kapitel 5 – Mein Fazit zur neuen GS. Mein Fazit: Die 1300 GS muss erst noch beweisen, dass sie die Erfolgsgeschichte der GS fortschreiben wird. Aber bei mittlerweile 40 Jahren Evolution bin ich mir ziemlich sicher, dass sie genau das tun wird. Ich bleibe im Kern allerdings so lange skeptisch, bis ich in Erfahrung bringen konnte, dass die Probleme der alten GS nicht einfach in die neue GS übernommen wurden. Persönlich bin ich kein Freund davon, dass alle 3 Jahre ein neues Modell eines Fahrzeugs auf den Markt geworfen wird, nur damit es ein neues Modell gibt. Never change a running system. Und in meinen Augen ist die R1250 GS bereits ein nahezu perfektes Motorrad, daher ergibt es aktuell in meinen Augen wenig Sinn, mir ihren Nachfolger anzuschaffen. Die neuen Ausstattungspakete wie der Bremsassistent oder das Abstandsradar haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung, liefern bei einem Preis von über 19.000 € in meinen Augen aber nicht das entscheidende Kaufargument. Denn nur weil andere Motorräder kein solches Radar verbaut haben, macht sie das noch lange nicht plötzlich zu unsicheren Motorrädern. Wenn sich aber herausstellen sollte, dass die neue GS tatsächlich ohne Fehler in der Elektrik läuft und gleichzeitig alle positiven Eigenschaften der alten GS mitbringt, dann könnte sie vielleicht irgendwann interessant werden. Bis dahin freue ich mich aber noch auf viele weitere Touren mit meiner R1250 GS. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann drück doch unten gerne die berühmten Knöpfe und lass mir dein Feedback da. Ich bin mir sicher, wenn du dich für das Fernreisen mit dem Motorrad interessierst, wirst du in meinen Videos garantiert fündig. Und ich freue mich schon auf die vielen polarisierenden Kommentare unter diesem Video. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird wieder ein hartes Aufeinandertreffen von GS-Liebhabern und GS-Hassern. Jede eurer Meinungen ist willkommen, aber bitte bleibt sachlich. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Mitfahren, hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin.